Dieser schöne Polo GTI vom Typ AW bekommt von uns jetzt eine neue Soundanlage in verschiedenen Varianten installierbar und dieses Fahrzeug steht nicht nur für den GTI, sondern für alle Polo vom Typ AW und jetzt in diesem Video. In diesem Video geht es um das Nachrüsten von Lautsprechern für vorne, Lautsprecher hinten, einer super genialen 6-Kanal-Endstufe und einem Subwoofer. Und all diese Sachen stelle ich euch jetzt im Detail vor. Fangen wir mit unserer Endstufe an. Das hier ist unsere DSP6 von Option. Und das ist eine 6-Kanal-Endstufe mit 6x60 Watt RMS-Leistung, beziehungsweise in diesem Fahrzeug 4x60 Watt RMS für die vorderen und die hinteren Lautsprecher und 120 Watt RMS für den Subwoofer. Das Paket der Endstufe beinhaltet natürlich auch den passenden Plug-and-Play-Kabel-Kit, um die Endstufe problemlos an das vorhandene Multimedia-System anzudocken, ohne dass man irgendwelche Kabel abschneiden muss. Und wir haben natürlich auch ein Subwoofer-Kabel im Lieferumfang mit dabei, weil das hat der Polo bisher noch gar nicht gesehen und muss natürlich dementsprechend verlegt werden. Auch das Ausbauwerkzeug für die Multimedia-Einheit liegt im Lieferumfang mit dabei, ein spezielles Entriegelungswerkzeug und ein Durchzugsband, um das Subwoofer-Kabel perfekt und easy von vorne nach hinten verlegen zu können. Im Speziellen kümmert sich die Endstufe um natürlich mehr Leistung, aber es ist natürlich auch eine DSP-Endstufe, das heißt, die kann viel mehr als nur Leistung. Die Endstufe hat einen eingebauten Computer, mal vereinfacht gesagt, und den habe ich für euch, für dieses Fahrzeug schon programmiert und habe jedem Lautsprecher nun die perfekte Frequenz vorgewählt und eingestellt und natürlich auch das Equalizing, Laufzeitkorrektur, all das, was eine richtig gute Soundanlage ausmacht, ist jetzt hier drin und kümmert sich wie ein Chip-Tuning um das Aufpimpen der Originallautsprecher, sofern wir die noch nicht austauschen möchten. Deswegen haben wir euch ein Set zusammengeschnürt, das heißt V1, das ist diese ganze Endstufen-Integration und ein Subwoofer mit dazu, der im Kofferraum untergebracht wird. Der Subwoofer ist ein Gehäuse, das im Prinzip so installiert wird und von oben komplett belastbar ist. Ihr könnt da auch Sprudelkisten draufstellen, Sporttasche, ist alles scheißegal. Das ist total robust und der Subwoofer arbeitet jetzt nach unten raus auf den Boden. Da ist auch der Terminal, das heißt, ihr habt auch beim Anschließen das Kabel komplett unsichtbar und könnt von dem 20 cm Bassreflexgehäuse echt richtig geilen Bass erwarten. Die Variante V1 kümmert sich also um das Aufpimpen der Originallautsprecher. Da braucht ihr gar nichts mitmachen mit den Lautsprechern. Und wir ergänzen den Subwoofer. Und ihr habt damit schon einen enormen Klangzuwachs, Leistungszuwachs und brutal viel mehr Bass wie vorher. Wir bieten euch aber noch die Variante V2 an. In der Variante ergänzen wir jetzt oder tauschen die vorderen Lautsprecher aus, machen bessere 16 cm Lautsprecher in das Fahrzeug rein, also in die Türen, mit einem 25 mm Gewebe, Hochtöner mit einem Neodym-Antrieb hinten dran, also wirklich richtig tolles Equipment. Und wir haben euch in dem Fall auch gleich die passende Türdämmung mit dabei, weil wenn wir die Türen schon aufmachen und die Lautsprecher installieren, dann rentiert es sich auf jeden Fall eine Türdämmung mit vorzunehmen. Die Türen werden ruhiger, sie machen weniger Geräusche und natürlich bekommt der Tief-Mitteltöner dann die Möglichkeit, noch einen präziseren und sauberen und punchigeren Bass zu machen. V2 enthält auch das ganze Equipment, um die Lautsprecher recht easy auszutauschen. Das heißt, wir haben euch die passende Nietzange mit dazugelegt. Ich habe euch ein Remover-Tool-Set mit dabei, dass ihr die Türverkleidung kratzerfrei von der Türe entfernen könnt. Und wir haben auch ein Torx-Set, weil wir brauchen auch Torx-Schraubendreher. Und wir wären ja nicht AAS24, wenn wir euch nicht noch ein V3 anbieten würden. Das beinhaltet dann auch natürlich das V1 Endstufe Subwoofer, natürlich auch die V2-Variante inklusive Frontlautsprecher mit Türdämmung und jetzt natürlich für die hinteren Türen nochmal Koaxiallautsprecher zum Auswechseln, ebenfalls mit Türdämmung. Dann habt ihr sozusagen einmal komplett alles auf
links gedreht. Ihr habt nichts mehr vom alten Equipment drin, was die Lautsprecher betrifft. Und habt lauter coole Sachen drin und könnt den maximalen Sound erwarten. Ihr könnt natürlich alle Sachen einzeln bei uns kaufen und sagen, nein, Türdämmung ist mir alles gar nicht so wichtig. Aber ich möchte betonen, dass wir euch diese Sets V1, V2 und V3 deswegen zusammenstellen, weil die einfach im gesamten Sinn geben und die beste Performance dann auch erst rausholbar ist. Alle Artikel, die wir euch in diesem Video vorstellen, findet ihr natürlich unten im Videobeschreibungstext als Link in den Webshop. Sicherlich fragt ihr euch gerade, wie lange braucht man denn, um dieses System auszuwechseln oder zu installieren? Fangen wir mit V1-Variante an, also Endstufe und Kabelkit, Subwoofer zu installieren, mega Klangzuwachs und da würde ich sagen, so circa eine Stunde, dann ist das schon mal alles drin, weil ihr braucht ja nichts mehr programmieren. Es ist alles schon soweit per Plug-and-Play vorbereitet. Die Version V2, also das Austauschen der Lautsprecher mit Türdämmung für vorne, würde ich ganz grundsätzlich sagen, zwischen 1 und 2 Stunden braucht ihr dafür. Allein wegen der Türdämmung, das braucht seine Zeit. Und für das Lautsprechersystem hinten einzubauen, denke ich mal, auch eine Stunde, 1,5, dann habt ihr das auch drin. So, und das war's. Ich zeige euch jetzt die Installation im Detail. Bevor wir mit den Installationsarbeiten beginnen, empfiehlt es sich auf jeden Fall, das Fahrzeug erstmal stromlos zu machen. Dazu kann man an der Batterie den Massepol einfach mal abklemmen. Und hier beim Polo GTI ist die Batterie in der Reserveradmulde. Das müsst ihr also hinten machen. Bei anderen Fahrzeugen ist die Batterie vorne, dann müsst ihr das im Motorraum machen. Unser Kabelbaum, der ist so vorkonfektioniert, dass ihr den hier in der Einheit, die findet ihr hier drinne, die Anschlussmöglichkeiten habt. Dazu können wir jetzt erstmal an der Seite hier den Deckel mit dem Remover-Tool entfernen und auch diesen kleinen Seitenkeil mit nach oben raushebeln. Und jetzt können wir mit den Auswurfhebeln rechts und links vom Autoradio reinfahren und den Radio an sich raushebeln und mal komplett rausziehen. Und da findet man dann auch gleich den passenden Stecker, den man von hinten mit dem Riegel abriegeln kann und abstecken kann. Unser Kabelbaum ist mit den entsprechenden Pins so weit vorbereitet, dass ihr jetzt mit ein paar Handgriffen unseren Adapter direkt auf den Power Quadlock Stecker, so heißt dieser Stecker, drauf adaptieren könnt. An diesem Quadlock Stecker finden wir diesen beigen Bereich. Das ist nochmal eine Steckbuchse, die können wir ebenfalls aus diesem schwarzen Block rausnehmen, indem wir die entriegelt hier und dort und können jetzt den ganzen Stecker hier entnehmen. Unser Plug-and-Play Kabelbaum hat dafür die entsprechende Vorbereitungsstecker, die ihr jetzt wieder so verwenden könnt und den beigen Stecker jetzt auch wieder dort integrieren könnt, wo er ursprünglich war. So, der schaut nämlich jetzt schon wieder genauso aus wie vorher. Wir haben aber alle 4 Lautsprecher jetzt einmal soundtechnisch zur Endstufe und von der Endstufe wieder zurück zu den Lautsprechern fertig verkabelt. Die Stromzufuhr von der Endstufe über den Kabelbaum findet jetzt über dieses schwarze und das rote Kabel statt. Und hier findet man eine Steckbuchse, die hier nochmal eine integrierte Buchse hat, wo wir die Pins von unserem Power Quadlock, also hier Plus und Minus, einpinnen können. Dazu haben wir euch auch das entsprechende Entriegelungswerkzeug mit beigelegt und dazu könnt ihr rechts und links von dem Metall-Pin reinfahren und von hinten jetzt zum Beispiel mit dem roten Kabel anfangen. Das ist unser Plus. Das lässt sich somit ganz leicht entriegeln und können dieses Steckerteil bereits in diese angesprochene Buchse auch integrieren und zwar direkt auf den Teil, wo die Nase ist zum Einriegeln. Also genau so muss das ausschauen und das gleiche machen wir jetzt für die Masse. Also Pin raus, rechts und links reinfahren mit dem Werkzeug und von hinten entnehmen und auf den anderen freien Steckplatz mit einstecken. Klick. Klickt alles ein, ist alles problemlos, rückrüstfähig. Ihr könnt es genauso wieder zurückbauen. An dem Kabelbaum hängt jetzt wieder das gleiche nochmal in Rot. Können wir da einstecken, wo vorher das rote Kabel war oder das rot-orangene. Auch einstecken und einklicken lassen und das schwarze, die Masse ebenfalls wieder. So, und jetzt haben wir diese Steckverbindung. Die können wir jetzt wieder zusammen machen. Und jetzt haben wir
die alte Stromversorgung quasi hier wieder da, wo sie vorher auch war, haben aber jetzt zusätzlich den Stromabgriff für unseren DSP-Verstärker. Den umgebauten Quad-Lock-Stecker können wir jetzt am Autoradio wieder anstecken. Jetzt ist alles wieder wie vorher und die komplette Stromversorgung und der ganze Anschluss ist jetzt bereits erledigt und kann an der Endstufe hier an dem 20-Pol-Molex-Stecker jetzt verbunden werden und damit wäre quasi die Endstufe einmal schon komplett ins Fahrzeug integriert. Die Endstufe kann deswegen mit diesem Strom klarkommen und braucht keine extra Stromversorgung von der Batterie mit extra dicke Kabel, weil wir reden hier von High-Class-Endstufe. Das heißt, wir haben hier die neueste Technologie dabei, die einen so hohen Wirkungsgrad hat, damit es eben erst dann möglich wird, mit so einer Stromversorgung die ganze neue Anlage mit Power zu versorgen. Die Endstufe findet später ihren Platz hier hinten drin. Deswegen ist unser Kabelkit so gebaut, dass wir jetzt hier hinten an dem Loch der Originalkabel mit rausfahren können und unsere Kabelpeitsche hier hinten runterlegen können und auch von unten kommt es dann erstmal raus. Wir können dann die Endstufe anstecken, dann kommt ja noch das Subwooferkabel, was wir installieren müssen und dann können wir, wenn alles installiert ist, die Endstufe hier hinten drinne unterbringen und alles ist perfekt installiert. Vorhin haben wir ja dieses Seitenteil bereits schon entklippt, das könnt ihr auch einfach so hängen lassen. Das hilft euch aber jetzt mit der Hand hier reinzufahren und das Kabelstück, das, was wir jetzt geradeaus nach hinten reinschieben, an der Seite wieder abzunehmen, um das nach unten zu legen. Also fahrt bitte nicht hier in den Schacht rein und dann gleich rechts rüber, sondern ihr fahrt geradeaus. Hinten kommt dann nochmal so eine große Durchführung. Ich kann euch das schlecht zeigen gerade. Aber wenn ihr da reinschaut und das selber anschaut, dann wisst ihr gleich, was ich meine. Und deswegen fahren wir an für sich jetzt erstmal mit dem Kabel geradeaus hinten raus. Ja, das ist ein bisschen Gefummel, aber das ist dann auch recht easy zu machen. So, und jetzt fühle ich schon den Stecker auf der anderen Seite und kann den hier bereits nehmen. Seht ihr, da habe ich den schon. Und jetzt können wir das Ganze nach hinten ein bisschen mehr durchziehen und auch das Stückchen nach unten raushängen lassen. Die Multimedia-Einheit können wir jetzt wieder einklicken und das Kabel von unten rausziehen. Hier haben wir es. Hier ist der Anschlussstecker. Das im Set beiliegende Subwooferkabel verlegen wir jetzt einmal von hier unten über die Seitenschwellerverkleidung durch die B-Säulenverkleidung über die hintere Schwellenverkleidung bis in den Kofferraum. Und dazu können wir die Schwellerverkleidung nach oben abziehen. Die ist hier geklippt und auch das vordere Seitenteil können wir entsprechend mit Clips einfach wegziehen. Die hintere Sitzbank lösen wir von unten einfach nach oben rausziehen. Hier unten seht ihr die Lasche mit diesem kleinen Kunststoffclip. Da können wir jetzt hier unten reinfahren und den ganzen Clip hier raushebeln. Und jetzt können wir die hintere Schwellerverkleidung genauso wie vorne nach oben raushebeln. Und genau, dann haben wir das alles so ein bisschen gelöst. Das reicht uns. Und jetzt können wir mit unserem gelben Durchzugsband einmal eine Verbindung herstellen zwischen vorne und hinten und können das gelbe Durchzugsband durch den Kabelkanal durchschieben. So. An das vordere Ende können wir das Subwoofer-Kabel mit dem beiliegenden Isolierband richtig schön befestigen, so dass das jetzt mit dem gelben Durchzugsband gut verbunden ist. Und können das jetzt nach hinten durchziehen und haben uns gespart, die B-Säulenverkleidung komplett auszuhängen. Im gleichen Atemzug könnt ihr jetzt mit dem gelben Durchzugsband weitergehen unter den Sitz, hier sehr tief reinlangen und das Durchzugsband ebenfalls in den Kofferraum schieben. Und jetzt können wir auch von hinten entsprechend das Kabel schon greifen und einmal in den Kofferraum ziehen. Und hier sind wir und können das Kabel hier so frei liegen lassen und uns später um den Subwoofer kümmern.
Die Seitenverkleidung können wir jetzt auch alles wieder zumachen hinten dran. Ihr achtet bitte auf die 2 Pins hier vorne dran, dass die auch in der Führung sind. Und dann könnt ihr alles sachte wieder reintun und reinklippen. Vorne können wir unser Subwoofer-Kabel ebenfalls direkt neben die anderen Kabel legen. Und legt es jetzt nicht irgendwie kreuz und quer hier drüber, weil das sind nachher die Rillen, wo diese Clips auch wieder rein müssen. Also schön nach vorne, direkt bis unten rein, wo eben auch unser anderes Kabel bereits rauskommt, damit wir alles an der Endstufe anstecken können. Jetzt können wir das Seitenteil ebenfalls wieder hier anklippen. Das hatte hier an der Seite diesen einen Clip und können dann auch die Seitenschwellerverkleidung wieder hier schön einführen in die einzelnen Ritzen, damit die Clips ordentlich passen und dann von oben drauf wieder zumachen. Wir haben jetzt ein Fahrzeug, wo die Batterie hier in der Reserveradmulde drin ist. Das liegt an dem GTI. Wenn ihr ein Fahrzeug habt, wo eben keine Batterie im Kofferraum drin ist, sondern im Motorraum, habt ihr hier natürlich in der Reserveradmulde Platz auch für einen unsichtbaren Subwoofer, der anstatt eines Reserverads montiert wird. Da wäre es zum Beispiel der Option Drive 10 BRP, den haben wir auch schon öfters verbaut in anderen Fahrzeugen. Den könnt ihr dann hier installieren und deswegen haben wir euch auch jetzt ein anderes Set noch zusätzlich mitgestaltet für alle, die eben die Möglichkeit haben, diesen anderen Subwoofer mit unsichtbar zu installieren. Das nennen wir dann V1-2. Da legen wir dann einfach anstatt den Subwoofer, den wir jetzt hier in dem Fall einbauen, nicht mit dazu, sondern dafür den Drive 10 BRP. Wir haben jetzt das Ganze so weit vorbereitet, dass wir das Kabel vom Subwoofer im Kofferraum installiert haben und das können wir jetzt an unserem Subwoofer-Terminal anschließen. Dazu gilt Folgendes: An unserem Puls 8P Subwoofer, den wir jetzt für dieses Fahrzeug verwenden, haben wir den passenden Gegenstecker bereits hier an unserem Subwoofer-Kabel dran und haben die Verkabelung jetzt bereits fertig. Nehmt bitte diesen Anschluss, wo dran steht 0 Grad, weil der 180 Grad Phasendreher, das ist für andere Anwendungen. Ich habe die Endstufe so eingestellt, dass es genau auf diesem Molex-Anschluss hier gedockt werden muss. Wenn ihr einen anderen Subwoofer nehmt, wo Anschlussterminals hat, wie hier, ihr seht, hier an dem Anschluss sind 4 Adern mit dran, die aber hier zusammen gemacht sind und aufgespießen sind. Und grundsätzlich besteht das Kabel aber aus 2 Adern. Ihr müsstet dann quasi den Stecker hier abtrennen, dass ihr zum Schluss nur noch die 2 Adern habt. Und dann ist es Plus und Minus. Und zwar das blaue Kabel ohne Streifen ist Plus und das blaue Kabel mit schwarzem Streifen wäre Minus für andere Subwoofer-Anwendungen. Und jetzt können wir den Subwoofer entweder hier so reinlegen und alles Mögliche hier drauf beigen, was ihr im Fahrzeug transportieren möchtet. Ihr könntet aber auch rein theoretisch den Subwoofer so an die Seite stellen und hier oben mit dem Klett an der Seite befestigen und das Kabel einfach ein bisschen weiter rauswärts, dass man das nicht sieht. Und damit haben wir auch eine coole Installation des Subwoofers. Rein theoretisch wären wir jetzt so weit, dass wir sie anstecken können, unsere DSP6 Endstufe. Und hier hinter dem Kabelbaum, man merkt es, wenn man hier hinten reinlangt, reinschieben kann und da hinten drinne versenken. Also das ist alles perfekt. Aber ich mag euch vorher noch die 3 Einstellmöglichkeiten erläutern, was ihr an der Endstufe selber noch machen könnt und eventuell auch sollt. Der Mode-Schalter wählt aus zwischen 1 Originallautsprecher, bitte auf 1 stellen, und wenn ihr die Nachrüstlautsprecher von Option rein installiert, dann bitte auf 2, dementsprechend ist das Equalizing auf die Lautsprecher abgestimmt. Control-Regler 1 kümmert sich um den Bassanteil der vorderen Lautsprecher im Tieftonbereich. Das heißt, Rechtsanschlag 67 Hertz, High Pass getrennt. Das bedeutet, alles unter 67 Hertz wird weggefiltert. Wenn ich den Drehregler jetzt weiter rüberdrehe nach Linksanschlag, wäre der tiefste Punkt 37 Hertz. Das heißt, noch mehr Bassanteil. Und selbst wenn wir den auf Rechtsanschlag bei 67 Hertz haben, heißt es nicht, dass da kein Bass auf den vorderen Tieftonlautsprechern sind, sondern eben etwas weniger. Das macht die Lautsprecher belastbarer und somit auch bei Originallautsprechern, die eben nicht so belastbar sind, eher Richtung Rechtsanschlag. Und wenn ihr die Option-Lautsprecher drin habt, die einfach ein bisschen mehr abkönnen, könnt ihr den Control-Regler 1
entsprechend nach links Anschlag drehen, damit hier noch mehr Bassanteil aus den Türen kommt. Und zu guter Letzt, der Control-Regler 2 ist der Pegel des Subwoofers. Den könnt ihr in der Regel erstmal rechts Anschlag haben. Und wenn euch das zu viel ist, könnt ihr hier immer noch ein bisschen zurückdrehen und euch das auf euren Geschmack einpassen. Übrigens ist in unserem Lieferumfang der DSP-Endstufe auch noch ein Pegelregler für den Subwoofer mit dabei, dass ihr den also unabhängig vom Front- und Hecksystem, vom Bass, den Subwoofer lauter und leiser machen könnt, auch während dem normalen Musikbetrieb. Die Fernbedienung könnt ihr dann hinbauen, wohin ihr auch immer möchtet. Da, wo ihr halt gut drankommt, ist für jeden ein anderes Ding. Ihr könnt die auf jeden Fall anstecken, direkt hier an dieser Steckbuchse und das Kabel einfach hier so mit dran lassen und das zu der Position legen, wo ihr gern hättet. Wenn soweit an der Endstufe alles angeschlossen ist, ihr eure Einstellungen gemacht habt und zufrieden seid mit dem Ergebnis, könnt ihr die Endstufe jetzt nehmen und mit der Hand hier hinten einführen über den entsprechenden Kabelstrang. Da läuft ein ganz dicker Kabelstrang hinten rum und da könnt ihr die Endstufe hinten reinstecken und das war's auch schon. Wer sich nun für die Version V1 oder V1-2 entschieden hat, der kann jetzt Musik hören. Es ist im Prinzip alles fertig und Radio anschalten und los geht's. Also Fun haben. Wir machen jetzt aber weiter mit der Version V2. Das heißt, wir installieren hier in der Türverkleidung neue 16 cm tief Mitteltöner, machen eine Türdämmung und tauschen in der A-Säule den Hochtöner aus. Und dazu machen wir jetzt erstmal die Türverkleidung weg. Und das macht man in dem Fall mit einem Remover-Tool. Können wir hier an der Seite unter diesen Hebel reinfahren, unter diese Hebelverkleidung und können den Deckel hier soweit abklippen. Das Abnehmen dieses Kunststoffteils ist wirklich echt hakelig und fühlt sich auch so an, wie wenn irgendwas kaputt gehen würde. Aber wenn ihr die Teile immer direkt an der Nase packt, also da passiert auch nichts, aber es hört sich echt wurscht an. Darunter verbirgt sich jetzt eine 30er Torx-Schraube und unterhalb der Schaltkulisse ist ebenfalls nochmal eine Schraube, eine 30er, die wir ebenfalls lösen können. Ganz unten an der Türverkleidung finden wir eine 6-Kant Kunststoffmutter, die man um 90 Grad dreht, sodass die Verriegelung senkrecht steht. Und jetzt können wir schon die Türverkleidung mit den Kunststoffhebeln an der Seite reinfahren und vorsichtig die an der Seite befindlichen Clips raushebeln, also rechts wie links. Und dann kann man die Türverkleidung nach oben rausziehen. Den Türgriff-Bautenzug, den können wir hier aushängen und komplett rausnehmen. Und alle Stecker, die jetzt noch zu finden sind, kann man jetzt ebenfalls rausziehen. Der Stecker vom Fensterheberschalter, den müsst ihr, da dran in dieser rote Zapfen, der muss erst gezogen sein und dann kann man den hier an der Seite mittendrin entriegeln und rausziehen. Bei keinem anderen Auto ist mir das bisher so aufgefallen, dass die Clips brutal gern stecken bleiben. Dazu habt ihr im Remover-Tool Werkzeug jetzt auch dieses Werkzeug mit diesem Haken und da könnt ihr an der Seite in den Clip reinfahren und durch die Rundung eine Hebelwirkung aufbauen und den Clip entsprechend rausziehen und entriegeln und jetzt wieder in die Türverkleidung reinlegen, also reinstecken. Der Lautsprecher wird deinstalliert, indem man die Nieten hier aufbohrt. Da könnt ihr jetzt einen 5,5er Bohrer nehmen und einfach mal die Köpfe alle wegmachen. Die Nietenköpfe sind weg. Aber jetzt können wir noch mal ganz kurz mit dem 5,5er Bohrer den Rest auch noch mal so ein bisschen annehmen und dann lässt sich auch der Lautsprecher recht easy da rausnehmen. Den Rest der Nieten könnt ihr jetzt entweder auch rausbohren oder mit einer Beißzange hier vorne noch mal abnehmen, dass die ganz kurz sind. Um sie dann durchzuschlagen nach innen rein, haltet sie aber fest diesen Kopf hinten dran, damit es auch gleich draußen ist. So. Und so machen wir das mit jeder Niete. Können wir mal kurz die zwei Lautsprecher vergleichen. Das ist der originale Lautsprecher und das ist unser Nachrüstlautsprecher von Option. Der Antrieb, der ist um ein ganzes Stück größer wie der Originale. Das heißt, er kann mehr Leistung ab.
Und die gesamte Membranfläche ist in unserem Fall 1 Zentimeter mehr vom Durchmesser als der Originallautsprecher. Und das macht natürlich im Bassbereich ein bisschen mehr Bass. Zum Dämmen der Türe habe ich euch pro Türe 1,5 Matten Alubutyl mit einberechnet in das Set. Und das bringen wir jetzt an der Außenhaut an der Innenhaut und natürlich an der Türverkleidung an sich. Und wenn wir den Lautsprecher eben schon deinstalliert haben, kommen wir hier sehr gut dran, um die Außenhaut zu dämmen. Und dieses Serviceteil lässt sich auch recht unspektakulär wegmachen, indem man das einfach aushängt. Und die Kunststoffverkleidung verbirgt jetzt quasi das weitere Stück Außenblech, wo wir hier super dämmen können. Und damit wir das mit Bitumen bekleben können, werden wir es auch erstmal sauber machen. Das Dämmen des Außenblechs wirkt natürlich auch so, dass ihr beim Türzuschlagen und so weiter schon merkt, das ist jetzt nicht nur irgendein schwindeliges Blech, sondern wir haben jetzt die Blechteile beschwert, damit weniger schwingt. Damit klingt auch alles beim Zuschlagen schon einfach viel satter und angenehmer. Und jetzt können wir auch, nachdem wir die Außenhaut gedämmt haben, und achtet bitte auch drauf, dass ihr das Alubutyl richtig schön aufreibt, jeden Zentimeter, damit es richtig gut klebt. Und jetzt können wir den Lautsprecher, den neuen, bereits wieder drauf nieten. Dazu habe ich euch auch die Nietzange mit dazugelegt. Und die könnt ihr jetzt mit den 4 Nieten komplett wieder an der Originalstelle befestigen. Ich habe jetzt noch eine gute Matte übrig. Die können wir jetzt mindestens bis zur Hälfte nochmal hier anbringen an dem Blechteil, damit das schwingungsärmer wird. Und wir können auch hier um den Lautsprecher drumherum ebenfalls noch Alubutyl anbringen. Den Rest der Dämmmatte könnt ihr jetzt hier hinten auf die großen Flächen der Türverkleidung mit anbringen. Achtet bitte auch darauf, dass ihr die Schraubenlöcher nicht überklebt und dass ihr wirklich das Material schön in die Fugen reindrückt, damit es richtig stabil auf dem Material integriert ist.
An der Türe haben wir zwei Spezialitäten. Eine davon ist diese Schalterkulisse. Das ist vom Fensterheber die Schalterkulisse von hinten. Und die könnte eventuell miese Geräusche machen, weil die ein bisschen Spiel hat und vibrieren könnte. Wir können das aber unterbinden, indem wir mit dem Bitumen ganz leicht über die Kanten drüber gehen, so dass alles trotzdem natürlich steckbar bleibt, aber eben ein Teil davon auch zum Fixieren und zum Festhalten der Platte führt. Das muss man nicht unbedingt machen, aber wer es störfrei haben möchte und richtig schönen Musikgenuss haben möchte, dem empfehle ich das. Eine weitere Spezialität ist, wo es zum Vibrieren und zum Scheppern anfangen kann, ist, dass das Teil hier hinten von hinten auf das Teil angeschweißt wurde. Ja, da kommen wir aber nicht hin. Das ist dieses komplette Teil ist hier außenrum angeschweißt, was aber dazu führt, dass wir zwei Teile haben, die zueinander klappern können. Das heißt, wenn ihr genau hinguckt, dann seht ihr, dass man die auseinanderbiegen kann und zwischendurch ein Luftspalt sich bildet. Und in den Luftspalt können wir ebenfalls kleine Bitumenspalten mit reinmachen, die man aber auch gar nicht mehr sieht, weil das ist ja alles da hinten drin. Also es geht um diese Kante hier unten rum durch, bis da hoch. Das ist das, was vibrieren kann und wir dort unsichtbar das Material dort reinschieben können, indem wir das Material auseinanderbiegen und das Alubutyl da in den Ritz quasi deponieren und damit machen wir die zwei Platten quasi zueinander tot. Eine halbe Dämmschaummatte kommt jetzt nochmal über alles drüber und die Dämmschaummatte, die macht nichts anderes als den Schall einfach zu schlucken, der hinter dem Lautsprecher noch irgendwo in der Türverkleidung sein kann. Um eben hier Resonanzen zu vermeiden, machen wir genau das nochmal mit drauf. Türverkleidung können wir natürlich jetzt wieder anbringen und zwar genau in der umgekehrten Reihenfolge, wie wir sie wegmontiert haben. Und natürlich alle Stecker wieder von hinten montieren, samt natürlich unserem Lautsprecherstecker, den wir nicht vergessen dürfen. Und jetzt hängen wir alle Stecker wieder an. Die Tieftöner und die Türdämmung haben wir jetzt erfolgreich installiert. Jetzt fehlt nur noch der Hochtöner und der befindet sich in der A-Säulenverkleidung hier vorne dran. Und dazu müssen wir auf der Seite wieder die entsprechenden Teilchen wegbauen und können die ganze A-Säule nachher wegklippen nach vorne. Der Hochtöneranschluss befindet sich hier und den können wir dementsprechend abstecken und die ganze A-Säule mal rausnehmen. Den originalen Hochtöner können wir rausbrechen. Das sind allerdings nur, was heißt brechen, ist jetzt völlig übertrieben, es sind so Kunststoffnasen dran, die man dann einfach ein bisschen anlupft. Und damit haben wir dann den Hochtöner bereits in der Hand und unseren neuen Hochtöner, der passt formtreu wieder auf genau diese drei Verankerungen drauf. Und damit alles wirklich wieder richtig gut hebt, habe ich euch im Lieferumfang dieses Gewebeband, das wir einmal komplett über den Lautsprecher drüber kleben, damit der auf jeden Fall da bleibt, wo er ist. Aber der hebt auch so ganz gut, aber sicher ist sicher. Dieses gelbe Kabel ist eine 3 dB Lautstärkeabsenkung für den Hochtöner. Das heißt, wir haben für euer Soundsystem, also die DSP-6 Endstufe, diese Schlaufe so lassen, wie sie ist und haben das Soundsystem so eingestellt. Wer die Lautsprecher aber einzeln kauft und ihm die Lautsprecher oder die Hochtöner ein bisschen zu vorwitzig sind, der könnte dieses Kabel einfach durchtrennen und dann wäre der Lautsprecher, der Hochtöner, um 3 dB leiser. Die A-Säulenverkleidung war übrigens nur mit diesen 3 Clips fertig angeklippt und hier sind 2 Führungsbolzen, die ihr beim Wiederreinmachen erst in die Führung reinbringt und dann könnt ihr die A-Säulenverkleidung wieder an die A-Säule dran ziehen und dann verriegeln sich auch die Clips wieder. Die A-Säulenverkleidung führt ihr hier auch so ein, dass der Gummi hier bereits
so vorgefertigt dran ist, dass der über diese A-Säule drüber klippt, dann flutscht der nachher letzten Endes auch nochmal in die Endposition easy rein. Und jetzt haben wir auch genau die Position von den Führungsbolzen. Das Umrüsten der Lautsprecher bei den hinteren Türen ist exakt so wie bei den vorderen Lautsprechern auch. Wir haben hier die 2 Schrauben drunter, diese Verkleidung wegzumachen, unten ebenfalls diese Drehschraube. Dann lupfen wir die ganze Türverkleidung weg, machen die Türdämmung alles exakt wie vorne, nur dass die Dämmung nicht ganz so ergiebig ist, weil die Türe auch kleiner ist wie die vordere Türe. Und wir tauschen dann nur den 16 cm Tief-Mitteltöner aus, der jetzt aber dann auch einen Hochtöner mit integriert hat. Original ist hier nur so ein Breitbandlautsprecher drin, der ist völlig unwichtig. Den macht er genauso raus wie den vorderen auch und baut den dann wieder ein und könnt alles wieder montieren, genauso wie die vordere Türe. Das zeige ich euch jetzt nicht nochmal extra. Hören wir mal rein, was der Polo jetzt für einen Sound macht. Und ich schwöre euch, das zieht euch die Socken aus. Ihr habt jetzt, oh Mann, ihr habt richtig Pegel jetzt. Der Bass, das drückt so geil. Und ihr könnt noch weiter auftreten. Also, alter Schwede, lass uns mal hören, was macht so ein Tiefbass, wenn wir den mal reinlassen. Also ich glaube, das macht auch euch Spaß. So. Boah, ist das lässig, oder? Also, Leute, der Subwoofer, der macht sich echt bemerkbar da hinten drin im Kofferraum. Und auch das Austauschen der Lautsprecher, das bringt das zur Folge, dass natürlich mehr Kickbass im vorderen Bereich noch mit drin ist, der sich sehr gut mit dem Bass im Kofferraum zusammenfügt und jetzt auch schöne, warme, kristallklare Höhen zu vernehmen sind mit einer Bombenstimme. Also die Stimme, die ist hier, die sitzt quasi auf meinem Schoß, die singen für mich hier als Körper. Man hat so das Gefühl, man steht mitten auf der Bühne und hört demjenigen zu, der da gerade singt. Also es macht irre Laune jetzt. Es ist viel, viel, viel musikalischer wie vorher. Ihr habt mehr Hörlautstärke bei besserer Auflösung und natürlich jede Menge Bass. So Leute, ich glaube, wir sind hier am Ende des Videos und ich habe euch ein bisschen helfen können beim Gedanken, wollt ihr das für euren Polo auch machen oder nicht? Und falls ihr ein anderes Fahrzeug habt, dann bleibt trotzdem auf diesem Kanal, abonniert den Kanal, lasst Kommentare da. Mich interessiert es immer, was ihr so wollt von uns, damit wir vielleicht das nächste Video wiederum planen können. Also, wir sehen uns beim nächsten Video, wenn ein anderes Fahrzeug wieder eine geile Soundanlage bekommt.